Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der, jetzt muss ich überlegen, vierte Tag, genau. Ich bin jetzt in der Nähe von Kolsas. Das ist eine kleine Ortschaft hier im Inntal. Und hinter mir, so ein bisschen im Dunst gelegen, ja, vielleicht 15, 20 Kilometer Luftlinie entfernt, wäre Innsbruck. Man sieht allerdings gar nichts davon, weil es viel zu diesig ist. Wunderschöner Tag heute nochmal. Allerdings soll es gewittern am Nachmittag, also werde ich mich wieder sputen, bis ich vorankomme. Es geht nämlich nochmal durch die Berge. Was man hier so drüben sieht, so wunderschön, ist das Karwendel. Ich fahre jetzt noch ein bisschen Richtung flussabwärts, sprich Richtung Kufstein, aber davor werde ich abzweigen, durch die Berge fahren. Welche Route genau, werde ich noch überlegen, entweder über den Aachensee oder eine andere Strecke. Mal gucken. Also jetzt schaue ich erstmal, dass ich vorankomme. Gestern ein Tag war auch super. Bin noch nachts auf dem Zeltplatz angekommen, also war schon Sonnenuntergang und ja, habe noch so gerade bevor die Rezeption geschlossen hat eingecheckt. Also, los geht's! Es geht hier wunderschön auf dem Innradweg entlang, Inntalradweg. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass man halt öfters mal an der Autobahn oder relativ nah an der Autobahn ist, dann ist es relativ laut. Aber ansonsten ist die Routenführung wirklich gut, auch gut ausgeschildert. Man kann hier ohne Karte fahren, das ist echt klasse. Aber je nachdem, wann man fährt, ist hier auch ganz schön was los. Aber jetzt beschwere ich mich nicht bei dem Wetter hier. Ein Traum. Der Blick ins Zillertal, leider sehr diesig. Aber ich fahre in die andere Richtung heute. Jetzt geht's noch bis Gramsach. Und jetzt kommt der Blick rüber auf die andere Talseite, auf Brandenberg. So kann man auch fahren, auch wunderschön. Das sind noch mal ein paar Höhenmeter mehr. Aber das reicht mir heute, brauche ich nicht mehr. Und ich fahre jetzt da hinten weiter in das Tal, was man da in der Mitte sieht, diesen Abschnitt. Da geht es jetzt weiter rein. Und da ist dann endlich Schluss für die Autos. So, jetzt beginnt der Spaß. Der Asphalt endet. Hier beginnt der Schotter. Ich fahre da links weiter, bergauf. Ich freue mich drauf, auch wenn es heiß ist, aber kein Verkehr. Das sieht harmlos aus auf der Kamera, aber es ist wirklich steil. Und vor allem loser Schotter. Da komme ich echt ans Limit. Da wäre natürlich jetzt Mountainbike-Reifen viel besser. Aber es geht, gerade so noch fahrbar. So, das erste Steilstück ist geschafft. Aber es geht jetzt erst richtig los. Und ich werde jetzt doch noch mal ein bisschen Luft ablassen und schauen, dass ich ein bisschen mehr Traktion habe. Weil hier geht es zwar,
Aber vorher war der Schotter ein bisschen loser. Und ja, da habe ich wirklich gekämpft, dass ich überhaupt noch hochkomme. Aber wunderschön. Hier macht es richtig Spaß. Viel, viel weniger los und vor allem kein Verkehr mehr. Also, lassen wir erstmal Luft ab. Das macht man eigentlich so häufig auf der Radtour. Also ich zumindest nicht. Luft ablassen. Meistens reinpumpen. Daumenprobe. Ah, hier. Ja, jetzt ist es nicht viel, aber schon weniger. Das fühlt sich gut an. Ja, jetzt ist der Reifen weich. Noch weniger traue ich nicht. Sonst kriege ich am Ende einen Platten oder einen Durchschlag. Das brauche ich nicht. Ja, vorne das gleiche Spiel. Ja, passt. Das ist gut. Eine Schranke versperrt den Weg. Das ist doch Mist, oder? Ha, heute nicht. Hier steht's, ausgenommen Radfahrer. Das heißt, es ist wirklich Schluss mit dem Verkehr. Hier fährt kein Auto mehr. Perfekt. Wirklich ein Traum, die Strecke. Ah, ein Haufen Mountainbiker. Und da geht's schnell weiter. Super. Ein Traum, was will man mehr? Jetzt will ich noch mal Wasser nach. Super. Das liebe ich so in den Bergen. Frisches Quellwasser. Gratis, ein Traum. Ah, endlich habe ich ein Plätzchen gefunden ohne Leute. Super. Hier am Fluss und das bei der Hitze im Schatten wunderbar zum Erfrischen. Perfekt. Soll heute Nachmittag ja noch gewittern, also nutze ich lieber jetzt die Chance, mich nur mal zu erfrischen. Nachher geht's weiter, jetzt wird aber erstmal was gegessen. Und der Weg geht auf der anderen Seite weiter. Da drüben. Es ist echt ein Traum, diese Strecke hier. So, ich bin zurück auf Asphalt. 18 Kilometer waren es jetzt Offroad. Eine klasse Strecke.
war zwar ewig langsam, aber super schön. Und ja, jetzt geht es noch ein paar Kilometer auf eine gesperrten, für den Verkehr gesperrten Asphaltstraße weiter, hoch zum Spitzingsee und dann zum Schlesee runter. Mal gucken, ob ich noch mal reinhüpfen kann. Also, weiter geht's. Ja, Tag Nummer 4, später Nachmittag. Ich bin in Schlesien angekommen. Meine Transalp ist so gut wie vorbei. Es waren 4 geniale Tage. Ich bin total begeistert zurückgekommen. Über die Ausrüstung werde ich noch ein bisschen extra sprechen. Ich habe ja doch noch ein paar Sachen geändert. Beim letzten Mal haben wir schon mal was vorgestellt zum Thema Bikepacking mit dem Diverge, also sprich mit dem Gravelbike. Ein bisschen was habe ich noch umgebaut. Das zeige ich noch mal im Extra-Video. Genauso soll noch mal ein Update kommen zum Zelt, weil das hatte ich auch schon eine Weile im Einsatz und auch jetzt wieder im Einsatz. Auch dazu wird später noch mal was kommen, vielleicht zum Ende des Jahres. Werden wir mal sehen, je nachdem, wie oft ich es jetzt noch einsetze. Also die Tour war super und ich würde sagen, das soll es jetzt fast gewesen sein. Ich habe zwar noch 60 Kilometer vor mir, ich fahre noch zurück bis München, aber der spannende Teil, der liegt jetzt hinter mir. Jetzt wird es eher flach. Es war auch noch landschaftlich schön, aber keine großen Berge mehr. Also ich würde sagen, nicht vergessen, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus! Yeah, die Sonne geht unter und ich bin zurück. Was für eine Punktlandung, genial.